Hallo allerseits, willkommen zur Bausatzbesprechung der Deutschen Infanterie von ICM im Maßstab 1:35. Hierbei handelt es sich um ein relativ neues Set. Enthalten sind 4 Figuren mit den Posen, wie man sie hier eigentlich auch sehen kann. Also das sind relativ, sagen wir mal, neutrale Posen, die man eigentlich sehr oft verwenden kann. Hier haben wir 2 Infanteristen hier auf dem Marsch und die 2 Kollegen gehören eigentlich auch zusammen. Hier ein Offizier und ein Unteroffizier bei der Lagebesprechung. ICM hatte eigentlich immer schon sehr schöne Figuren im Angebot und in den letzten Jahren haben sie das nochmal ein bisschen verbessert. Meiner Meinung nach gehören die ICM-Figuren zu den besten, was es so im Plastikspritzgussbereich gibt. Also gut, dann schauen wir mal rein in die Schachtel. So, die Verpackung ist typisch für ICM mittlerweile. Man hat hier einmal so einen Deckel und dann der eigentliche Karton ist sehr stabil und öffnet hier oben. Und innen drin findet man dann einen Beutel mit allen enthaltenen Gießäschen und eine Bauanleitung. Das ist eine recht vernünftige Verpackung. Als Bauanleitung hier dient dieser Zettel. Da haben wir hier einmal den Gießast mit den Figurenteilen. Die Waffen und Ausrüstung, die befindet sich an einem zweiten Gießast. Hier haben wir dann eine Farbtabelle, bezieht sich auf Revell und Tamiya. Ist ganz okay, hier haben wir noch ein paar Sicherheitshinweise. Und hier haben wir dann die Bauanleitung. Wir sehen eigentlich hier nur eine Zeichnung und die Teile sind hier eben benannt. Normalerweise braucht man da eigentlich keine Bauanleitung, das ist mehr oder weniger selbsterklärend, aber sicher ist sicher. Und hier die Bemalung wird hier auch nochmal angesprochen. Ja, ist jetzt nicht so mega detailliert, aber ich denke, die meisten wissen, wie sie so Figuren bemalen wollen. Auf dem zweiten Zettel findet man dann hier die Übersicht mit allen Ausrüstungsteilen, auch wieder eine Farbtabelle und auf der Rückseite wird dann noch gezeigt, wie man die Waffen und so weiter zusammensetzt, wie man sie auch bemalt, und hier unten ist dann auch noch eine Legende, wo man dann praktisch auch weiß, was das eigentlich für einzelne Gegenstände sein sollen. Das ist eigentlich ganz nett, gerade wenn man ein bisschen tiefergehendes Interesse hat. Schauen wir uns jetzt die Bauteile an. Hier die Teile für die Figuren selber. Hier sieht man auch, warum jetzt das mit der Bauanleitung eigentlich Käse ist, weil eigentlich immer diese Sektionen immer für eine Figur stehen. Also wirklich eine Bauanleitung braucht man da eigentlich nicht. Schauen wir uns das mal noch ein bisschen aus der Nähe an. Also hier die Uniformdetails sind wunderbar scharf wiedergegeben. Die Gesichter sind auch alle unterschiedlich. Ganz wenig Grat an den Teilen. Kann man hier sehen, ist nicht wirklich viel, kaum vorhanden. Ganz wenig Fischhäute vielleicht noch an den Fingern, aber das kann man eigentlich schon mit der Zahnbürste eigentlich abkratzen. Aber das sind hervorragende Figuren. Da sehen die Dragon-Figuren, auch wenn sie Gen 2 sind, eigentlich nicht so gut aus. Hier ist noch ein sehr schönes Detail, da kann man die Armbanduhr noch ein bisschen rausschauen sehen. Ja. Und auch hier die ganzen Abzeichen und Knöpfe, alles ist wirklich sehr scharf wiedergegeben. Das ist wirklich beeindruckend. Hier bei der Schirmmütze auch alles drauf und sehr scharf detailliert. Das wird auf jeden Fall große Freude machen, das später mal zu bemalen. Da, sage ich mal, alle Details, die schon auf der Figur drauf sind, die müssen wir nicht mehr mit Farbe irgendwie erzeugen, sondern da reicht es einfach, das bisschen nachzufahren und mit dem Wash zu betonen, und das war's. Und dann kann man da sehr leicht sehr schöne Figuren bemalen. Ist auch für Anfänger sehr einfach. Hier haben wir die Ausrüstungsgegenstände. Gut finde ich, dass jetzt hier die Helme ein bisschen sinnvoller befestigt sind, und zwar oben und nicht irgendwie am Rand, wo man was ausbricht, wo man den Helm eventuell kaputt machen kann. Da ist eigentlich die beste Stelle. So hat es Dragon auch schon früher gemacht, und finde ich jetzt gut, dass ICM auch diese Befestigungsart wählt. Auch hier ist eigentlich alles makellos, sehr fein detailliert. Sind auch manche Teile relativ kleinteilig, zum Beispiel hier das MG34,
Da sind ja die Verschlüsse und so separat. Ja, die Mündung vom MG ist auch offen, also super detailliert. Der Patronengurt fürs MG34 liegt hier separat bei und ist auch sehr filigran detailliert. Ist nur die Frage, ob man das wirklich so über die Figur drapieren will. Das stelle ich mir doch relativ schwierig vor, dass das schön so realistisch fällt. Weil diese Teile neigen dann doch mal ein bisschen dazu, dass sie relativ störrisch sind und dann zerbrechen. Da würde ich vielleicht dazu raten, das nicht so auf der Figur zu positionieren. Man kann diese Gurte aber gut für was anderes verwenden, zum Beispiel wenn man eine MG-Position hat und an der Schütze 2 die den Gurt dazu führt. Da kann man das, glaube ich, leichter positionieren. Aber grundsätzlich ist es ja jedem selber überlassen, was er hier mit dem Gurt anstellt. Der ist jedenfalls sehr schön detailliert und darauf kommt es ja an. Es ist gut zu wissen, dass ICM uns weiterhin mit sehr schönen Figuren versorgt, die auch bezahlbar sind. Das Set hier kostet 10 €. Finde ich, ist absolut angemessen für das, was man bekommt. Die Detaillierung ist einfach übertrieben scharf schon beinahe. Sowas sieht man wirklich selten. Schwierigkeitsgrad ist eigentlich auch nicht sehr hoch. Bauanleitung liegt auch bei, obwohl sie eigentlich nicht nötig wäre. Also da muss ich sagen, das ist schon beinahe das rundum sorglos Paket. Das Einzige, worüber man sich dann noch Gedanken machen muss, ist halt diese Trageriemen für die Gewehre. Die muss man halt selber ergänzen. Das ist aber auch nicht so schwer. Da kann man zum Beispiel Papier nehmen oder Tamiya-Tape oder Bleifolie oder was auch immer einen zusagt. Das ist eigentlich nur eine Geduldsprobe, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Kostenfaktor, das zu ergänzen. Eine weitere Sache, die mich ein bisschen stört bei vielen Figurensets, aber das ist eigentlich der Standard, ist, dass man keine Abziehbilder für die Embleme auf den deutschen Helmen bekommt. Tamiya hat es mal gehabt und auch Masterbox, aber das ist eigentlich nicht der wirkliche Standard. Das würde mich mal interessieren, warum die Hersteller das so konsequent eigentlich ignorieren, weil das gehört jetzt auf die Helme von deutschen Soldaten aus der Ära eigentlich schon drauf. Das wurde später mal dann weggelassen, aber in den Anfangsjahren waren da immer auf beiden Seiten diese Embleme drauf. Gut, das war's auch schon wieder für die Vorstellung. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.